Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video für den Kanal. Wenn ihr das Video seht, bin ich gerade in Taiwan unterwegs, um für euch eine neue Videoreihe zu filmen. Unter anderem will ich euch zeigen, wo die Zierfische, die bei euch im Aquarium rumschwimmen, herkommen und so weiter und so fort. Das wird eine eigene Reihe, die geht ungefähr so in 2 Wochen, geht die erste Folge am Start. Deswegen unbedingt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr das nicht verpasst. Das wird nämlich, gab's auf YouTube noch nie, wird eine echt geile Serie. Ja, und zum Überbrücken habe ich mir gedacht, ich habe noch ein Interview von Pascal Seeber hier bei mir auf der Festplatte gehabt. Und ja, das wollte ich natürlich nicht vorenthalten, deswegen schnappt euch am besten ein paar Kopfhörer, chillt euch auf die Couch, hört euch das Ganze als Podcast an, sind ein paar sehr wichtige Informationen dabei, was die Zierfischzucht angeht und was die Futterherstellung angeht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, so in 1-2 Wochen sehen wir uns dann mit den ersten Videos aus Taiwan. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. So, und jetzt geht's los mit dem, ja, ich sag mal, Podcast. Viel Spaß damit. So, wir haben jetzt noch spontan Besuch bekommen vom Pascal, den kennt ihr schon aus dem Video aus der Schweiz. Jetzt sind wir beim Pascal Seeber in Winterthur. Das ist der neue Zuchtraum hier. Ja, das wäre die Anlage, ja genau. 20-25 Quadratmeter ist eine ehemalige Trafostation. Also ich ziehe gelbe, rote, weiße, grüne Ancestros in Langflossen. Ich habe auch ein paar Wildformen, die ziehe ich auch. Das sieht dann so aus. Korallenplatis, die haben wir schon sehr, sehr lange. Das ist ein Stamm, den ich schon Jahre habe. Das sind, ich mache eigenes Futter noch, das ist so Schälfutter, so wie Rebashi. Hallo. Da ist er. Und da hattet ihr auch noch ein paar Fragen und ich würde sagen, die werden wir jetzt auch mal beantworten. Also, los geht's. So, dann schieß mal los mit den Fragen. Ja, der liebe Pascal hat uns noch die liebe Astrid mitgebracht, die das letzte Mal nicht mit ins Video wollte, wo wir beim Pascal zu Besuch waren. Jetzt muss sie mit rein, ne? Jetzt muss sie mit rein, genau. Mittendrin zwischen den beiden schönen Männern. Und erste Frage wäre wegen der Futterherstellung. Da war speziell für den Pascal nochmal die Frage aufgekommen, wie er sein Futter herstellt und was er da genau macht. Und deswegen gebe ich einfach mal die Frage weiter. Hallo zusammen erstmal. Ja, ich füttere seit sehr langer Zeit ja Fische und ich habe diesen Rebashi aus Amerika kennengelernt und habe mir dann gedacht, ja, was mache ich jetzt, wenn ich auch sowas herstellen will. Ich bin dann auf die Idee gekommen, ja, probier mal, was man versuchen kann und bin dann relativ schnell drauf gekommen, bei all den Futterarten, die so als Gel verkauft werden, dass das Bindemittel die Hauptsache spielt oder das, was wichtig ist, und habe sehr viel geforscht oder probiert, gemacht und bin dann drauf gekommen, dass ich ungefähr 10-20% ein Bindemittel brauche, das ist eine Gelatine oder Agar-Agar oder Johannisbeerbaummehl, und dann kann ich eigentlich alles reinpacken, was ich will. Also ich nehme momentan Erbsenpulver, ich nehme Chlorella, ich nehme Spirulina, ich nehme Karottenpulver, ich nehme Gurkenpulver, alles Mögliche. Der Trick ist auch dabei, woher bekomme ich diese Pulverarten. Ist nicht ganz einfach, das zu bekommen, pulverförmig. Ich habe herausgefunden, dass man Chlorella oder Spirulina, wenn man das beim Pferdebedarf kauft, dass das erstens mal sehr rein ist, günstig, große Mengen, und auch noch, das ist vielleicht was uns nicht so interessiert, aber die Pferdebesitzer, die haben ja Dopingkontrollen, Gesundheitskontrollen, also die Sachen sind sehr gut kontrolliert. Das ist dann nicht so, wie ich Spirulina irgendwo aus China bestelle oder wo immer, von einer Quelle, die vielleicht nicht so toll ist, und eben so Amazon, Pferdesachen, das ist wirklich das, was ich mache. Was auch noch gut ist, wenn du dann nachher es schaffst, dieses Gelee herzustellen, kannst du alles reintun, was du willst. Du kannst Vitamine reintun, du kannst Medikamente reintun, du kannst auch wieder mal probieren, was Neues, was es gibt. War das auch das erste Mal, dass ich wusste, was ich überhaupt den Fischen füttere. War auch so ein Ereignis. Und was ist noch wichtig? Also man merkt dann auch plötzlich, dass Sachen, also wenn ich ein Futtermittel kaufe, das vielleicht im Handel 8% Spirulina enthält, dass ich da mal 30 oder 40% reinkippen kann. Und es ist gar nicht so teuer, weil ein Kilo Spirulina kostet 20 Euro im Reinsubstanz. Also für mich das Ideale. Was auch noch wichtig ist Lockstoffe. Lockstoffe gibt es Knoblauch, es gibt Liebstöckel, Magikraut, da spinnen sie drauf.
Das sind so die zwei Sachen, die ich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe. Was auch gibt, es gibt auch Garnelenpulver, es gibt, was auch jetzt momentan so eine Riesendiskussion ist Fischmehl, wegen der Nachhaltigkeit. Fischmehl ist nicht gesund, also nicht gesund. Es kommt auch, ist ein Fischereiabfall, sind Tiere, die halt beifangen, die einfach geschreddert wird. Es gibt ja diese Soldatenfliegen oder Insektenlarven, die jetzt immer mehr in der Fischfutterindustrie gebraucht werden. Das bekommt man auch als Reinsubstanz für günstiges Geld. Ja, und so kann ich eigentlich das Futter herstellen, das auf meine Fische passt und ich weiß, welche Qualität das ich verwendet habe. Ja, das ist so ungefähr die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit meinem Gelfutter, das ich selber mache. Okay. Ja. Sag mal, Astrid, wie bist du eigentlich zur Aquaristik gekommen? Ja, eigentlich bei mir zu Hause. Ich hatte einen längeren Unterbruch und einen Aufenthalt in einer Klinik, wo ich mir ein neues Hobby gesucht habe, das etwas entspannter ist als draußen, weiß auch nicht, keine Ahnung, irgendwas Entspannendes halt einfach. Ich habe dann für mich zu Hause mal nur ein Betta gekauft. So fängt jeder, glaube ich, an. Und habe mich dann verliebt in die Tiere, habe mir 2, 3 weitere zugetan, gekauft und Männchen und Weibchen. Habe dann probiert, kann ich die verpaaren, hat geklappt. Und so ist innerhalb von knapp einem halben Jahr habe ich dann plötzlich 120 Becken zu Hause stehen gehabt. Habe dann die ausgebaut. Schön aufgestellt, weil ich doch in der Wohnung mit 2 Jungs zusammen wollte ich doch was Schönes haben für mich selber und habe mich dann spezialisiert auf Giants, also auf die großen Bettas. Habe gute Kontakte geknüpft in Indonesien, habe mir die ersten Tiere zuschicken lassen und habe dann angefangen zu züchten. Ja, und bin dann vor allem bei den Bettas geblieben. Aber wie gesagt, Bettas, jeder, der Bettas zu Hause hat, weiß, jedes Tier kriegt ein eigenes Becken. Dann läppert sich das dann, ja. Genau, deshalb irgendwann ist auch meine Wohnung wurde zu klein und ich habe mir dann gedacht, ja, entweder wechselst du die Fischart oder versuchst einen neuen Raum zu kriegen, habe ich nicht gekriegt. Habe dann zwischenzeitlich den Pascal kennengelernt. Ja. Dann wurde die Aquaristik auch vernünftig. Jetzt haben wir ein Ziel. Ja, und jetzt haben wir zusammen die Zucht. Die seht ihr auch beim Sascha auf dem Kanal. Wir sind sehr, sehr glücklich damit. Wir haben einen super Raum, ähnlich wie jetzt wie Günther. Günther hat zum Glück mehr Platz, wir haben halt nur so einen Schlauch. Aber wie soll ich dann sagen, wenn man in die Aquaristik was investiert, hat man mehr Freude. Also das mit irgendetwas günstig machen, das sieht man jetzt auch mit den Energiepreisen. Wenn ich vorher überlegt habe, zu isolieren und Energie zu sparen, dann habe ich jetzt kein Problem. Das haben wir gemacht das letzte halbe Jahr. Haben die ganze Anlage gezügelt, es war Horror, es ist Albtraum, 100 Aquarium zügeln ist Horror. Ja, jetzt haben wir die Anlage zusammen und es klappt sehr, sehr gut. Ja, ist eigentlich jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg, eine professionelle und auch fischgerechte Anlage zu haben. Es ist auch immer, wenn ich in etwas investiere und halt redundante Systeme habe, halt 2 Filter oder 2 Luftpumpen, wo eine kaputt geht und so weiter. Es ist halt, je professioneller und je mehr überlegt ich was baue, desto mehr Freude habe ich am Schluss. Wenn ich die Fische auf 2 Bierkästen halte mit einer kaputten Pumpe und so, und da geht alles kaputt und ich heize einfach den Garten mit meiner Heizung, das bringt es einfach nicht. Also zuerst etwas investieren und dann hat man lange Freude dran. Ja, und jetzt mittlerweile ist es so, ich habe keine Bettas mehr. Gar nichts. Und manchmal bereue ich es, weil ich die Tiere doch sehr mag. Ich nicht. Das Einzige, was ich noch zu Hause habe, ich habe weiterhin schöne oder viele Aquarien zu Hause, nicht mehr ganz 120, sondern es sind nur noch 20, keine kleinen Becken mehr. Und mittlerweile habe ich 2 Arten von Wildbettas, die man halt einfach in der Gruppe halten darf und kann. Und mal schauen, vielleicht klappt es da mit Nachwuchs. Aber ansonsten wird es mir ganz bestimmt nicht langweilig, weil eben, wie Pascal schon gesagt hat,
Wir versuchen da möglichst schön und korrekt etwas aufzubauen und stabil zu halten. Und deshalb habe ich meine Fische habe ich aufgegeben, damit was anderes eine Chance kriegt. Ja, dann jetzt eine ganz interessante Frage, die wir haben, wäre, was ist das Geheimrezept beim Züchten? Also die Frage würde ich dann mal zuerst an die Astrid geben und dann an den Pascal. Ein Geheimrezept? Ich glaube einfach auszuprobieren. Mut zu haben, mal was auszuprobieren, auch auf das hinausläuft, dass mal was schiefgehen kann, man den ganzen Stamm allenfalls verliert. Und Geduld haben, ganz bestimmt Geduld haben. Und auch hartnäckig bleiben. Also nicht nach dem ersten Versuch aufgeben und dranbleiben. Einfach mit Motivation und Ausdauer. Das ist meine Meinung. Und deins? Ähnlich. Ich mache es Ihnen etwas anders. Oder nein, ich mache es eigentlich gleich. Das, was sie gesagt hat, hat sie extrem recht. Ich lerne noch von der Natur. Es hat viele Fische gegeben in meiner Karriere, wo ich Probleme hatte und habe gedacht, wieso vermehren sich die nicht? Oder wieso sterben mir die? Oder wieso klappt es einfach nicht? Und dann ging ich in die Länder und ich war im Biotop und nach 5 Sekunden habe ich herausgefunden, ich weiß das Problem. Ich gehe jetzt in das Biotop rein und ich friere. Es ist kaltes Wasser. Und ich habe meine Fische haben 26 Grad zu Hause. Steck doch einfach die Heizung aus. Oder ich gehe ins Biotop und sehe, das ist ja, die reden alle von Strömung und ich habe Strömungspumpen drin. Aber die Fische sitzen genau dort, wo es keine Strömung hat im Biotop. Oder, gutes Beispiel, ich gehe in ein Corridoras-Biotop und da ist kein Sand, das ist nur Blätter. Ich spüre keinen Sand unter meinen Füßen. Ich sehe auch keinen Sandbank, es sind nur Blätter. Also schmeißt doch einfach Blätter in euer Aquarium, dann geht das auch. Und komischerweise, man kommt nach Hause, nimmt Blätter, tut sie ins Aquarium zu den Corridoras und sie haben Junge. Und so lerne ich jedes Mal, wenn ich in ein Biotop gehe, sehe ich, wir meinen das, das ist ein Flussfisch, der braucht, gut, sie brauchen sicher Sauerstoff, das ist ja logisch, aber wie wir denken, dass die Fische leben und wie sie wirklich leben, das sind 2 verschiedene Sachen. Es gibt so ein paar Sachen, die ich allgemein sagen kann. Fische mögen kein Licht. All die Biotope, die Zierfische enthalten, sind meistens oder immer dunkel. Dann gibt es, was sie auch nicht mögen, das ist keine Deckung. Das hat immer Verstecke. Was gibt es auch noch? Es gibt viele Sachen, die wir von der Natur lernen können. Und etwas, das ich sehr, sehr schätze, und darum habe ich auch überall etwas Kontakt, ist die Diskussion zwischen den Züchtern. Wenn ich ein Problem habe, gehe ich zum Züchter in Taiwan, ich gehe zum Züchter nach Israel, ich gehe in das Biotop, ich gehe zum Züchter nach Malaysia. Wir kochen alle nur mit Wasser. Wir haben alle die gleichen Probleme, dass die Jungfische nach 14 Tagen sterben, weil wir sie nicht ernähren. Und teilweise fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Da sehe ich, wie blöd kann ich eigentlich sein, dass ich das nicht herausgefunden habe. Gutes Beispiel. Es gibt viele Fische, die brauchen einfach Sonnenlicht oder einfach Tageslicht. Es gibt die heißen Red Belly Days. Das sind Elritzen aus Nordamerika. Rotbauch-Elritzen heißen die, glaube ich, auf Deutsch, so was Ähnliches wie die Regenbogen-Elritzen. Die laichen einfach nicht, wenn ich die in ein Aquarium getan habe. Ganz einfach, die brauchen 12 Stunden Licht. Wenn die 8 Stunden Licht haben, dann machen die einfach nichts. Also haben wir die draußen im Teich gehabt, ich habe gesehen, wie sie geleicht haben. Ich nehme sie rein zu mir in den Aquariumraum, mache ein Ableichbecken mit einem Gitterrost drin und habe nur 8 Stunden Licht und plötzlich leichen mir die nicht. Und eines Tages sagt mir jemand, du, 12 Stunden Licht und das geht und plötzlich geht es. Also es gibt teilweise feine Sachen, die wir nicht wissen. Wir lernen jeden Tag wieder was Neues. Es gibt auch Sachen, die vielleicht auch falsch interpretiert werden. Ein gutes Beispiel, ich hatte einen guten Diskuszüchter in Österreich, der hat immer gesagt, meine Fische laichen bei Vollmond. Es war auch so.
wenn man Franz Pfemmetner hieß er, wenn man dort vorbeikam, es hat alles geleicht. Es war Vollmond, es hat alles geleicht. Aber 14 Tage vorher hat er begonnen, extrem gut zu füttern, hat Wasserwechsel gemacht, hat wirklich geschaut, dass es tipptopp Dings war. Und ob jetzt die Mondphase oder sein Verhalten war, das sind zwei verschiedene Sachen. Also so ein Geheimrezept gibt es nicht. Es gibt für alles gibt es verschiedene Wege. Man muss halt jedes Mal gucken, lernen und halt die Fehler korrigieren. Ich habe jetzt ein halbes Jahr probiert, wie ich Jungfische effektiv, also ich rede Jungfische von Salmon und Barben, effektiv aufziehe mit kleinem Futter. Ich bin nicht Fan von Pantoffeltierchen. Ich habe da etwas Bedenken, weil Pantoffeltierchen in Bakterien, also anders gesagt, Pantoffeltierchen leben nicht in einer Umgebung, die wirklich gesund ist. Die leben von Escherichia coli. Das ist so ein Bakterium, das im Trinkwasser gar nicht gern gesehen wird. Und wir vermuten, dass auch viele Krankheiten schon mit diesen Pantoffeltierchen zu den Fischen kommen. Jetzt habe ich so lange gesucht, bis ich Rädertierchen gefunden habe, die ich als Eier kaufen kann, wo ähnlich wie Artemia zum Ansetzen sind, und seitdem klappt es. Aber ich habe ein halbes Jahr verschiedene Sachen gebraucht, und was auch immer dazu kommt, was auf der Packung steht, ist nicht immer das, was auf der Packung ist oder drin ist. Und was auch so eine wichtige Sache ist, wenn wir Kunden oder wenn wir Aquarianer was wünschen, bekommen wir es. Aber ob es wirklich das ist, was wir wollen, ist eine andere Sache, oder was die Fische wollen. Also das Guppi-Futter, das Kampffischfutter und so, ich weiß nicht, ob das der Guppi überhaupt merkt, dass das Futter extra für ihn ist. Also, ja. Und eben immer dranbleiben, immer probieren, immer wieder neu lernen, diskutieren, und eben es fehlen extrem viele Wege führen nach Rom, und ja, immer offen bleiben. Ja, Pascal und Astrid kommen von denen, die ich so kenne, die sich mit der Aquaristik beschäftigen, so mit am weitesten rum in der Welt, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen in der Welt der Aquaristik. Und was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie beobachtet ihr die Situation im Handel, weil die Frage gestellt wurde, wie entwickelt sich der Handel? Es werden wohl hier und da Diskussionen getroffen, Aquaristikabteilung abzubauen, beziehungsweise manchen Ketten komplett aus der Aquaristik auszusteigen. Wie beobachtet ihr das, oder was bekommt ihr da für Informationen? Ich fange mal wieder mit der Astrid an. Ja, ich kann es nur so beurteilen, weil ich gehe zwar zwischendurch mit Pascal mit, aber immer nur zu denselben Händlern. Ansonsten, wenn ich selber in ein Geschäft reingehe oder in eine grosse Kette reingehe, dann fällt mir einfach auf, dass die Fische nur noch so nebenbei sind und nichts mehr Spezielles. Also eigentlich nur das, was jeder zu Hause haben kann und jeder zu Hause in der kürzesten Zeit auch tötet. Ob das gesund ist, weiß ich nicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das früher oder später ganz verschwindet oder auf ein Minimum zusammenschrumpft und nichts mehr Spezielles dabei ist. Also für mich ist immer das Schönste, wenn ich in den Laden reinkomme und mal durchgehe und schaue, hey, hat es was Besonderes? Hat es was anderes außer ein Guppi, ein Plati und ein Antennenwels? Und mir fällt einfach aus, dass das Sortiment sehr klein geworden ist, wenn es überhaupt noch was hat in den Läden drin. Was ich zum Beispiel sehr schade finde, dass es nicht mehr spezielle Läden dafür gibt, also irgendwie Aquaristikläden oder immer weniger, sondern es ist immer gekoppelt mit irgendwelchen Katzenfutter, Hundefutter oder Pferdefutter. Das ist etwas, das ich sehr schade finde. Und ja, und das beobachte ich eigentlich überall. Bei uns in der Schweiz geht es noch einigermaßen, aber wenn wir in Österreich unterwegs sind oder in Deutschland, da verschwindet irgendwo ein Händler, den wir das letzte Mal noch besucht haben. Und ja, das ist das, was ich sagen kann dazu. Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Es gibt gewisse Sachen, es ist so, dass es wandelt sich ja alles, und bis auf den Wandel. Es ist so, dass erstens mal
Der Einzelhandel hat schon seit sehr langer Zeit zu kämpfen, ganz Europa, auf der ganzen Welt, durch den Onlinehandel und so weiter. Der Einzelhandel hat sich ja auch bei uns extrem verwandelt, nicht nur in der Aquaristik. Früher hatten wir einen Fernsehhändler, wir hatten einen Milchladen, wir hatten alles Mögliche. Das verschwindet eins nach dem anderen, wird durch Ketten ersetzt. Durch die Ketten wird das alles etwas uniform. Also wie sie gesagt hat, es gibt einfach die 200 Arten, die gehandelt werden. Und das war es auch. Diese einzelnen Zoofachhändler, wo ich dem Besitzer noch die Hand gebe, die werden immer seltener. Es ist auch, die ganze Gesellschaft hat sich ja auch gewandelt. Früher hatten wir einen Wellensittich, der einsam im Käfig hockte, und ein Aquarium, wo sich mit Fischen, die sich auf den Tod gefreut haben. Die Zeiten sind auch langsam, aber sicher etwas vorbei. Man ist verantwortungsbewusster geworden. Es werden sicher weniger Aquarienfische einfach so gekauft, weil sie Farbe haben, so nach dem Motto, ich will einen grünen und roten. Es wird tendenziell eher mehr Geld ausgegeben für weniger Fisch, das sehe ich. Es werden, wie soll ich dem sagen, die Leute werden auch informierter, also die gewisse Fischarten, die nicht so gut zu halten sind oder einfach problematisch sind, die gehen gar nicht mehr weg im Laden, weil die Leute wissen, diese Prachtschmerle, dieser Feuerschwanz, diese Schwanefelsbarbe oder wie sie alle hießen, oder Haibarbe, genau, Haibarbe, die wird zu groß, das brauche ich nicht mehr im Aquarium, das ist verschwunden, das hat auch einen positiven Einfluss. Ich finde auch Tierschutz oder eine tiergerechte Haltung ist einfach etwas höher. Ja, ich glaube, aber andererseits glaube ich auch, dass viele junge Leute, wenn sie dann sehen, wie Sascha oder wie andere Aquascaping, schöne Aquarien, tolle Setups, oder wenn ich heute in einen Aquariumladen komme, da sehe ich teilweise der Wahnsinn, wunderschöne Aquarien steht, Kaffeemaschine, schöne Sitzgruppe, wirklich sehr schön eingerichtet, gemütlich. Dieses Aquariengeschäft, das Zoogeschäft, wo man die Türe aufmacht und es kommt so eine Mischung zwischen, wie soll ich es schön sagen, Mäusepipi und totem Wellensittich kommt mir entgegen. Das gibt es halt heute nicht mehr, aber ich glaube, da haben wir auch nichts verloren. Also so hält man Tiere heute nicht mehr. Und diese, wie soll ich sagen, diese Boutique Zoofachläden, bei denen sehe ich schon ein sehr gutes Potenzial. Aber die haben ja dann aber auch andere Ansprüche und auch die Kunden haben andere Sprüche. Aber die Kunden sind auch bereit, mehr zu zahlen. Wenn ich so eine Aquariumkombination sehe, die sehr viel Geld kostet und die auch verkauft wird. Und das ist, glaube ich, die Kundschaft. Der Familienvater mit dem Aquarien, der halt alle 4 Wochen in das Zoofachgeschäft geht oder zum Hornbach oder zu irgendeinem Baumarkt und die Fische auffüllt, das wieder drin hat. Ich glaube, auf das können wir verzichten, das brauchen wir nicht. Das sind wir auch in der Kritik von den Tierschützern. Sie haben ja auch recht in dem Moment. Wenn man die Fische vernünftiger hält, dann ist es allen gedient. Uns ist gedient, sie geben mehr Geld aus dafür. Es kostet dann auch halt mehr, wenn man beraten wird und die Fische gut gehalten werden. Ja, also ich glaube, das ist ein guter Weg. Ja, und tendenziell jetzt ist natürlich wir hatten die Corona-Krise, jetzt haben wir die Ukraine. Es ist momentan halt schwierig für viele Leute. Ja, es ist so. Ja, dann vielen Dank für die kleine Fragerunde nochmal. Wie gesagt, falls ihr das Video von Pascal noch nicht gesehen habt, ist da oben noch verlinkt, könnt ihr schon mal anschauen. Und ja, danke für die kurze Runde und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt dabei. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.